In diesem Video lernst du, auf welchen Kursen du segeln kannst, wie du richtig steuerst und wie du die Segelstellung an den jeweiligen Kurs anpasst. Wenn Segler von Kursen sprechen, dann meinen sie meist die Fahrtrichtung bezogen auf die Windrichtung. Fährst du wie das Boot im Bild im rechten Winkel zum Wind, dann nennt man das Halbwindkurs. Der Kurs schräg zum Wind ist der Amwindkurs. Und den Kurs schräg mit dem Wind nennt man Raumwindkurs. Fährst du genau in Windrichtung, dann ist das der Vorwindkurs. Auf jedem Kurs muss die Segelstellung angepasst werden. Am Anfang macht man das am besten, indem man die Schoten locker lässt, bis das Segel leicht zu flattern beginnt. Dann zieht man wieder leicht an den Schoten an, bis die Segel gerade nicht mehr flattern. Jetzt hast du eine zum Kurs passende Segelstellung mit optimalen Vortrieb. Das Öffnen des Segels nennt man Aufvieren. Wenn du hingegen das Segel näher zu dir ziehst, nennt man das Dichtholen. Wenn du auf Amwindkurs, also schräg zum Wind segelst, hast du die Segel dicht geholt. Und der Traveler ist etwas in Lee positioniert. Achte darauf, dass die unterste Segellatte immer mindestens 10 cm oder noch etwas weiter in Lee steht. Auf Amwindkurs ist es besonders wichtig, dass dein Schwert vollständig ins Wasser geklappt ist, um die seitliche Abdrift zu minimieren. Möglichst effizient segelt ihr auf Amwindkurs, wenn ihr das Crewgewicht etwas nach vorne verlagert, so dass der Rumpf bis zur Bugspitze das Wasser berührt. Auf Halbwindkurs, wenn du also im rechten Winkel zum Wind segelst, hast du die Segel halb geöffnet. Wenn du auf diesem Kurs die Ruderpinne zu dir ziehst, dann dreht das Boot mit dem Bug weg vom Wind auf den sogenannten Raumwindkurs. Das Crewgewicht wird auf Raumwindkurs etwas nach hinten verlagert. Wenn du genau in Windrichtung segelst, befindest du dich auf Vorwindkurs. Damit sich dein Vorsegel nicht im Windschatten des Großsegels befindet, kannst du eines der beiden Segel auf die andere Seite geben. Dann segelst du Butterfly. Der Vorwindkurs ist der langsamste Kurs. Schneller ist man, wenn man zickzack mehrere Raumwindkurse aneinander reiht. Als Steuermann sitzt du immer auf der windzugewandten Seite des Bootes. Segler sagen dazu auch Luffseite. Um zu steuern und zwischen den Kursen zu wechseln, verwendest du die Ruderpinne. Wenn du die Pinne zum Körper und weg vom Großsegel bewegst, dann dreht das Boot mit dem Bug weg vom Wind. Man sagt dazu auch Abfallen. Das Gegenteil wäre Anlufen, eine Richtungsänderung mit dem Bug zum Wind. Dazu drückst du die Ruderpinne weg vom Körper und hin zum Großsegel. Beim Anlufen werden die Segel immer dicht geholt. Beim Abfallen werden die Segel aufgeviert. Ach ja, eines ist dir auch sicher schon aufgefallen, wir haben dir nicht gezeigt, wie man gegen den Wind segelt. Das geht so auch nicht wirklich. Wenn du dein Boot mit dem Bug zum Wind lenkst, wird es stehen bleiben bzw. sogar rückwärts fahren. Man sagt dazu auch, das Boot steht im Wind. Trotzdem kannst du jeden Punkt in Luft von dir erreichen, indem du auf Amwindkursen zickzack hin und her fährst. Zum Umdrehen verwendest du dazu am besten immer die sogenannte Wende. Wie das funktioniert, lernst du gleich im nächsten Video. Viel Spaß beim Segeln wünscht dir das Grabner Sailing Academy Team.